Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja in einer meiner letzten Videos den Vergleich gezeigt zwischen der Cricut Joy und dem Brother Plotter und da habe ich auch darauf hingewiesen, wie gut ich das finde, dass ich eben mit dem iPad arbeiten kann und nicht auf meinen Laptop gehen muss. Und ich versuche halt einfach immer mit meinen Beurteilungen auch fair zu bleiben und deshalb habe ich mal so ein bisschen recherchiert und geguckt, ob es nicht auch eine Lösung gibt, wie ihr mit dem iPad und dem Brother Canvas arbeiten könnt. Ich habe dazu keine wirklich gute App gefunden, aber es gibt eine Lösung, dass ihr effektiv mit der Online-Version auf dem iPad arbeiten könnt, aber da gibt es natürlich Unterschiede. Das heißt, es gibt Unterschiede zwischen dem Brother Canvas auf dem Desktop und der Online-Version. Aber das ist auch bei Cricut so, ne? Ihr habt auch da Unterschiede zwischen dem, was auf der Desktop-Version zur Verfügung steht und dem, was auch in dieser App auf dem iPad zur Verfügung steht. Und deshalb dachte ich mir, ich mache euch mal so eine Übersicht mit den wichtigsten Funktionen, wo Unterschiede sind zwischen diesen 4 Lösungen. Ich habe zudem mir auch angeguckt, was es für Release-Updates gibt und da habe ich was gefunden, den ihr unbedingt installieren solltet, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Mehr dazu komme ich dann gleich im Video noch dazu. Dann habe ich auch noch ein anderes Thema. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich jetzt nur noch die Cricut Joy einsetze und quasi den Brother Plotter vernachlässige. Das ist natürlich nicht der Fall und bei mir ist es auch so, dass ihr die Projekte meistens eigentlich mit beiden Geräten umsetzen könnt. Ich werde das in Zukunft so machen, jetzt wo ich beide Geräte habe, dass ich euch jeweils einen Hinweis gebe, was beim einen Gerät geht und was beim anderen Gerät nicht geht, wenn es sowas gibt. Aber ansonsten versuche ich da einen guten Mix von wegen, dass ich manchmal den Brother Plotter einsetze und manchmal die Cricut Joy. Zudem habe ich auch noch Fragen bekommen zur Silhouette. Bei Silhouette ist es aber so, dass ich kein Gerät habe, was ich nutze. Und die Software, die man da anwendet, um die Dateien zu bearbeiten oder die Files zu bearbeiten, die kostet auch was. Und ich finde es halt einfach nicht sinnvoll, euch hier irgendetwas zu einem Gerät zu erzählen, was ich nicht im Einsatz habe und da auch nicht aus Erfahrung sprechen kann. Von dem her seht es mir nach, wenn ich da halt mich auf diese beiden Geräte konzentriere, die ich habe. Aber jetzt gehen wir rein in den Vergleich von den 4 Lösungen. Den Brother Canvas auf dem Desktop habe ich euch ja schon mal erklärt und ich habe euch auch gezeigt, was ihr im Cricut Design Space machen könnt. Was ich bisher eben noch nicht gezeigt habe, war die Version vom Brother Canvas, die ihr auf dem iPad verwenden könnt. Und hier, es gibt keine wirklich brauchbare App, aber ihr habt hier effektiv halt einfach eine Online-Version, die ihr verwenden könnt. Und da ist es effektiv, ihr habt hier meine Projekte, ihr habt hier die ganzen Formen, dann habt ihr hier die Umrahmung, das ist das gleiche wie auf dem Desktop auch. Ihr habt schon diese vorgefertigten Elemente, dann habt ihr Text, den ihr einfügen könnt. Die Elemente hier unten, Linienreliefs, Flächenreliefs und Folieren, habt ihr per se nicht beim Standard mit dabei. Das war einfach was ich zusätzlich gekauft hatte, um zu folieren und zu prägen. Hier oben könnt ihr einen neuen Canvas erstellen. Ihr könnt das Projekt speichern. Dann habt ihr hier die Bildverfolgung, wo ihr entweder Datei auswählen aus eine Foto aufnehmen, Fotomediathek oder durchsuchen. Das heißt euren Desktop oder eben nicht Desktop, sondern das, was ihr hier auf dem iPad gespeichert habt. Oder ihr könnt ein gescanntes Bild aus Scan & Cut. Das war was ich schon mal gescannt habe. Und die Menüführung hier kennt ihr schon. Das ist das. Und dann könnt ihr eben auch SVGs importieren. Ihr habt hier, ich habe im Moment das File Tool angewählt. Ihr könnt aber hier effektiv auch
Stopppfade erstellen. Ihr könnt Freihand zeichnen. Dann könnt ihr rückgängig oder wiederholen. Ihr könnt, wenn ihr ein Element habt, hier das löschen. Oder wenn ihr ein Element habt, könnt ihr hier die Eigenschaften aufrufen mit der Größe, dem Grad von der Drehung, die Farbe. Und dann habt ihr hier die Linientypen, also Schnitt- und Zeichnungslinie, ob es nur eine Schnittlinie ist, nur eine Zeichnungslinie und hier unten auch ein Strichmuster. Und weiterhin bearbeiten könnt ihr das auch, indem ihr hier auf Bearbeiten geht, vorgängig, rückgängig, ausschneiden, kopieren, einfügen, das Kopieren, wenn ihr mehrere Elemente habt, das Bearbeiten. Hier habt ihr auch das ganze Thema mit den Outlines, das Ausrichten, Spiegeln, die Reihenfolge von den Ebenen und hier auch dieses Verschmelzen, Ausschneiden, also das, was ihr auch vom Desktop kennt. Projekt ist das, was ihr mit diesem Projekt machen könnt, und Ansicht ist ganz einfach. Da könnt ihr zum Beispiel auf Millimeter umstellen oder nur Schnittlinie anzeigen, nur Zeichnungslinie anzeigen. Von dem her, das ist das. Jetzt, was ein bisschen anders ist hier, wenn ich jetzt hier so ein Element habe und noch ein zweites Element habe und nur eines dieser Elemente erstmal ausplotten will und das zweite in einem zweiten Schritt und eigentlich beides zum Schneiden wäre, dann ich kann hier nicht die Ebenen einblenden, ausblenden. Geht nicht, ich habe kein Menü, wo ich mit den Ebenen arbeiten kann, und so könnte ich das jetzt auch nicht ausblenden. Die Umgehungslösung für mich ist, dass ich einfach eines dieser Elemente nehme und hier sage, es ist eine Zeichnungslinie, und wenn ich das dann herunterladen würde, dann hätte ich auf dem Plotter zwar beide Elemente angezeigt, wenn ich aber dann auswählen, schneiden und nicht zeichnen, dann würde es nur dieses Element hier nehmen. Es ist so eine Umgehungslösung, weil ich die Ebenen effektiv nicht angezeigt habe. Aber ihr seht, ihr habt hier eine Lösung, wo ihr einigermaßen damit arbeiten könnt. Jetzt ist es so, dass ihr eben hier zwischen der Online-Lösung und der Desktop-Lösung von Canvas, aber auch bei der Cricut hat es Unterschiede zwischen dem, was ihr auf einer Desktop-Lösung machen könnt oder in der App. Und genau deshalb wollte ich euch heute mal zeigen, was hier die Unterschiede sind. Das sind die Themen, die wir angucken werden, und ihr seht jeweils, ich habe hier gezeigt, was wo machbar ist. Das sind so die größeren Unterschiede, die ich gefunden habe, die maßgeblich sind für den Prozess, wie ich normalerweise mit dem Plotter oder mit dem Canvas oder Design Space arbeite. Erster Punkt, Perforierungslinien. Perforierungslinien gucken wir uns kurz an. Die Perforierungslinien sind ja, wenn ich zum Beispiel Boxen gestalte, nehme ich ja Perforierungslinien, um quasi hier die Falzlinie zu machen. Das heißt, hier wird nicht durchgängig geschnitten, sondern hier wird nur punktweise geschnitten, so dass das Element noch zusammenhängt. Das habt ihr hier, wenn ihr im Brother Canvas seid, könnt ihr hier zum Beispiel bei der Desktop-Lösung, habt ihr das unter den Eigenschaften, und da könnt ihr das Strichmuster auswählen und hier sagen, wie diese Perforierungslinien aussehen sollen. Das heißt, ihr startet zuerst mit einer ganz normalen Linie und geht hier dann ein, wie diese Linie aussehen soll. Das ist effektiv etwas, was im Brother Canvas in der Desktop-Lösung zur Verfügung steht. Auch auf dem iPad, das ist das, was ihr vorhin gerade gesehen habt. Aber Cricut kennt das nicht. Also weder auf dem Desktop noch auf dem iPad könnt ihr solche Perforierungslinien zeichnen. Das ist so ein Downside von der Cricut-Lösung. Dann eigene Schriften.
Ihr kennt mich, ich arbeite sehr gerne mit verschiedenen Schriftarten, weil ich halt einfach finde, das ist ein extrem cooles Design-Element. Und da ist es so, dass ihr das im Brother Canvas zur Verfügung habt, auf der Desktop-Lösung und auf beiden Lösungen vom Cricut Design Space, aber nicht im Canvas, im Brother Canvas auf dem iPad. Ich zeige euch das kurz. Wenn ich das auf meinem Desktop mache, ich habe jetzt hier die Cricut-Lösung, da habt ihr unter System die ganzen unterschiedlichen Schriftarten. Oder ich habe euch auch gezeigt, wie ihr eure eigenen Schriftarten auf den Cricut Design Space importieren könnt. Beim Canvas auf dem Desktop habe ich euch ja gezeigt, wie ihr Schriften herunterladen könnt. Diese Möglichkeit habt ihr hier auf der iPad-Lösung oder auf der Online-Lösung nicht. Alles, was es hier gibt, sind diese Schriftarten und die kann man auch nicht erweitern. Von dem her seid ihr hier eingeschränkt. Das heißt, ihr müsstet zuerst etwas auf eurem Desktop quasi gestalten und dann könntet ihr das hier weiter bearbeiten. Das ist eine Variante. Von dem her eben, Cricut bei beiden Varianten, Brother nur auf dem Desktop, aber auf dem iPad funktioniert das nicht. Dann die Outlines oder Inlays. Was meine ich damit? Ich kann ja, wenn ich auf dem Brother Canvas drauf bin, kann ich ja jeweils einen Text zum Beispiel auswählen oder irgendein Element auswählen und dann sagen, es soll mir Versatzlinien erstellen. Und diese bewirken dann, dass ich den eigentlichen Text noch habe und dann entweder drumherum, schön entlang eigentlich von dem Element oder innerhalb. Ich habe jetzt hier drumherum ausgewählt, aber die innerhalb wären dann halt einfach innerhalb dieser Buchstaben, aber auch mit dem entsprechenden Abstand, den ich angegeben habe. Und ich finde das eine extrem coole Sache, aber das steht euch effektiv nur beim Brother Canvas zur Verfügung. Cricut kennt das nicht. Also ich habe es beim Brother Canvas auf der Desktop-Lösung, auch diejenige, die auf der Online-Lösung, das heißt, was ich auf dem iPad machen kann. Und bei Cricut habt ihr das weder auf der Desktop-Lösung noch in der App drin. Dann Schriften verbiegen und Schriften entlang vom Faden, die sind so ein bisschen verwandt, aber trotzdem unterschiedlich und das wollte ich euch zeigen. Zuerst das Schriften verbiegen. Schrift verbiegen heißt, ich kann einen Text schreiben und den dann quasi entlang eines Bogens, ob der in diese Richtung geht oder in die andere Richtung geht, kann ich das hier auf dem Cricut Design Space auf der Desktop-Lösung, kann ich das so machen, so dass der Text dann nicht mehr gerade verläuft, sondern quasi einen Bogen hat. Das finde ich eine super Sache, ist aber so, dass das euch nur im Cricut Design Space auf der Desktop-Lösung zur Verfügung steht. Canvas kennt es so nicht und auf dem iPad von Cricut Design Space steht es, also in der App steht es auch nicht zur Verfügung. Ihr habt im Brother Canvas eine andere Möglichkeit, wo ihr quasi denselben Effekt erzielen könnt und sogar noch mehr machen könnt. Und zwar, ihr könnt Schriften entlang von Pfaden abbilden. Und ich habe euch am Anfang gesagt, dass ihr auf jeden Fall den letzten Release, also wenn ihr seit Februar 2020 kein Update vom Brother Canvas gemacht habt, dann macht es, weil dieses Feature steht erst seit dem Zeitpunkt zur Verfügung und das ist eine echt coole Sache. Was ihr nämlich machen könnt, ihr könnt einen Kreis zeichnen, dann etwas schreiben. Wenn ihr diese beiden Elemente verbindet, könnt ihr hier, habt ihr neu, diese Formen, das kennt ihr schon von vorher, jetzt hat es neu hier dieses Text und dann diesen Bogen. Wenn ihr da draufklickt, dann zeigt es euch diese Schrift entlang dieses Elementes an. Und wenn ihr dann noch sagt, die Form in Pfade umwandeln, also hier draufklickt, beim Moment ist ja das immer noch ein Kreis und die Schrift. Wenn ihr dann hier draufklickt,
dann habt ihr nur noch diese Schrift. Das heißt, ihr könnt eigentlich denselben Effekt erzielen wie das, was ich euch vorhin gezeigt habe, was ihr im Cricut Design Space machen könnt mit diesem Bogen. Und warum sage ich, ihr könnt noch mehr machen? Weil ich habe jetzt hier zwar einen Kreis ausgewählt, aber ihr könnt es genau gleich mit einem Dreieck machen, mit einem Viereck machen, mit einer x-beliebigen Form. Ihr könnt sogar einen Pfad selber zeichnen, so in einer Wellenform, wenn ihr das wollt. Und da den Text quasi damit verbinden und dann wird euch der Text in dieser Wellenform angezeigt. Und das finde ich echt eine richtig, richtig coole Sache. Und eben steht neu mit dem Release seit Februar 20 zur Verfügung. Und da wirklich macht diesen Update, dann könnt ihr hier wunderbar noch mehr mit diesen Schriften auch spielen. Das heißt, hier habt ihr zwei ähnliche Sachen, eben beim Cricut Design Space auf der Desktop-Lösung und nur da habt ihr dieses Schriften verbiegen und beim Brother Canvas und zwar auch nur auf der Desktop-Lösung habt ihr dieses Schriften anhand von Pfaden verbiegen. Kennt Cricut nicht und das habt ihr auch auf der Online-Lösung habt ihr das nicht. Dann Pfade bearbeiten. Pfade bearbeiten finde ich ein extrem hilfreiches Element. Das heißt, im Brother Canvas könnt ihr ein Element, was ihr auf dem Canvas drauf habt, wenn ihr da zweimal draufklickt, dann werden euch ja die ganzen Pfade angezeigt und ihr könnt mit denen wunderbar arbeiten, ihr könnt die verschieben. Ihr könnt hier auch neue Punkte dazu setzen. Also hier habt ihr wirklich wunderbare Möglichkeiten, um eure Elemente weiter zu bearbeiten. Diese Möglichkeiten habt ihr effektiv nur bei Brother und zwar bei beiden. Das heißt, ihr habt es auf der Desktop-Lösung und ihr habt es auf der iPad-Lösung, also auf der Online-Lösung. Cricut kennt es nicht. Also wenn ihr da ein Element erstellt, auch wenn ihr ein Viereck erstellt oder ein Quadrat erstellt, könnt ihr das in der Größe verändern und ob es länger oder schmaler ist, aber ihr könnt nicht die einzelnen Punkte von diesem Element bearbeiten. Also das kennt Cricut überhaupt nicht. Finde ich schade, weil da arbeite ich schon des Öfteren noch damit. Das andere ist ein Element in eine Form umwandeln. Wenn ihr zum Beispiel etwas schreibt, dann ist ja das eine Schrift. Und da könnt ihr die einzelnen Punkte im Brother Canvas dann nicht bearbeiten, weil es ist per se noch eine Schrift. Da könnt ihr aber dann sagen, in Form umwandeln und dann habt ihr effektiv die einzelnen Punkte, die diesen Text quasi bildet, habt ihr und könnt daran noch Anpassungen machen. Da könnt ihr nachher natürlich jetzt nicht den Text verändern. Ihr könnt jetzt nicht aus Test Text machen, also das heißt quasi hier das S durch ein X ersetzen, weil es keine Schrift mehr ist. Also da müsst ihr wirklich einen fertigen Text nehmen und dann den anpassen. Aber halt auch ein hilfreiches Element. Ich mache das viel zum Beispiel, wenn ich Sachen miteinander verbinden. Wenn ich zwei Schriftzüge habe und die dann miteinander verbinde und einen Schriftzug aus dem anderen ausschneide, finde ich es hilfreich, wenn ich immer noch so ein Feintuning mache, indem ich diese Elemente verschieben kann. Das kann ich aber effektiv nur im Brother Canvas und auch nur in der Desktop-Lösung. In der Brother Canvas Online-Lösung funktioniert das nicht, also dieses in Pfade umwandeln. Ich kann zwar einen Pfad bearbeiten, aber ich kann nicht zum Beispiel eine Schrift in einen Pfad umwandeln. Wenn ihr das machen wollt, dann müsstet ihr das zuerst auf dem Desktop machen und dann könnt ihr ja auf dem iPad in eure Projekte rein und könntet da das weiter bearbeiten. Aber eben dieses direkte Umwandeln funktioniert nur auf der Desktop-Lösung und auch hier, das kennt Cricut gar nicht. Das sind so die größten Unterschiede, die ich für mich gemerkt habe und ihr seht halt einfach, es ist nicht nur abhängig, was für einen Plotter ihr habt, sondern auch mit welcher
Bearbeitungssoftware ihr dann eure Projekte bearbeitet, und sogar bei der Software ist es abhängig davon, ob ihr das an eurem PC macht mit der Desktop-Lösung oder ob ihr das auf eurem iPad machen wollt, hier bei Brother mit der Online-Lösung, oder beim Cricut Design Space habt ihr speziell eine App dafür. Und das war eigentlich das, was ich euch heute zeigen wollte, um euch auch zu zeigen, ne, ich bin hier sehr stark auf diese iPad-Lösung eingegangen in einem vorgängigen Video, aber eben ihr habt auch für Brother, könnt ihr quasi mit der Online-Lösung da mit dem iPad arbeiten, halt mit gewissen Einschränkungen. Und das ist es, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, dieser Vergleich war hilfreich für euch. Wenn dem so ist, dann gerne auch ein Like unten. Ansonsten, wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!